Hallo Fries, sehr Dankeschön für Treikum. En wir wollen von der 1. Petrus anfangen, Kapitel 1. Und so, wir nennen diese Videos Vorstunden im Glauben. Wenn Sie wo wir lernen, wo wir können Vorstunden in uns Glauben, wann wir Notleiden machen, wann wir Verfolgungen in uns Leben ankommen. Und 1. Petrus ist ein wunderbarer Brief, wo wir können lernen, wo wir können uns Leben ausleben für den Herrn Jesus Christus. Und so von der werden wir Versen 1 und 2 studieren. Und Petrus der hat die Buben handgeschrieben in Grüß, nur die gewählte Pilger. Und was von der englischen Bibel, du hast dort in der ersten Vers, in der deutschen Bibel hast du bloß Buben. Und so wir wollen da ein bisschen mehr Leute davon reden. Und so, was wir glauben von Gott, ist das ganz wichtigste Ding, was wir im Leben wollen. Wenn wir am Arach haben, dann kriegen wir das ganze Leben Arach. Da ist ein Mann, A.W. Tozer, und er sagt es das, was ein Mensch denkt von Gott, ist das ganz nötigste Ding, Part von dem Mensch. Und so, wir können das nicht Arach haben, was wir denken von Gott. Und da nur ist die Bibel so ein wunderbares Ding, wo wir können nur gucken, wer ist Gott. Und so, ich will mit einer Geschichte mitteilen von einem Mann, der dort Hiesabüren für sein Wirt. Und so haben wir alle Jahre, die will abhören mit Schafen. Und so, und dann sagt sein Wirt, dass heute nicht nach ein Haus bauen für ihn. Und so der Mann, der dort, und so, er baut dort Haus, und wenn er dort Haus bauen, der denkt, so, das ist mein letztes Haus. So, ich war nicht ganz so abpassen, mit was für Dinge ich dort bauen will. Nur das, weil ich in der West nicht mehr Häuser bauen. Und wenn er schafft, das Haus ganz gebaut, dann kommt sein Wirt nach ihm und jaft ihm die Schlädel und sagt, das ist sein Geschenk für ihm so viele Jahre schaffen. Und dann denkt das Mann so, wenn ich heute bessere Dinge gebraucht habe, das Haus bauen, wenn ich heute nicht gewusst, das wird mein Haus sein. Und so, das ist bloß eine Idee von, wo nötig das ist, wenn wir dann ans Glauben bauen, ab der Grund von den Herrn Jesus Christus, dort wir gute Dinge brauchen, zum Glauben bauen. Und das sind die Dinge, die wir aus Gott sehen lernen und was wir können brauchen, zum ans Glauben bauen. Und so, von der war wir, so sag ich, die Versen 1 und 2 durchgehen in 1. Petrus. Und so, wenn wir anfangen mit diesen Versen lesen, und dann wollen wir wieder gehen an. Petrus, Jesus Christus, sein Apostel, schriftet an alle Christen, die in Pontius, Galatien, in Kappadokien, in Asien und Bithynien verstreut sind. Gott, der Führer, hat sich gewählt, lang gewählt, weil er wisst, dass die würden seine Kinder wollen. Und der Heilige Jesus, es beginnt im Horten und der Arbeit gewesen. Und hat durch Jesus Christus sein Blut gereinigt, zu gehorchen. Mag Gnade und Friede bei ihnen teilnehmen. Und so Petrus fängt hier auch an mit den Menschen sagen, dass er ein Apostel ist von den Herrn Jesus Christus. Und so das Wort Apostel, das meint, einer, der geschickt ist. Und so, dass Petrus ein Apostel wird, dass wir keine Frau an, die Menschen wissen dort, dass er ein Apostel wird. Und ein Apostel, der Apostel sind die Grundlagen von der Kirche und von den Glauben, von den Herrn Jesus Christus. Und so, Petrus der hat das Brief geschrieben an all die Christen, die verspreut sind in all diese verschiedensten Länder, die das abnehmen in Vers 1. Und so, Petrus, der schreibt das Brief nur die glaubenden Menschen, und weil sagen, dass sie sollen stark bleiben und vorstehen in ihr Glauben, wenn sie auch Notleiden machen und wenn sie auch Verfolgungen durchgehen. Und Petrus, der redet hier von Erfahrenheit. Er weiß, dass wir Notleiden für den Glauben und wo schwer, dass wir uns mal vorstehen ans Glauben als Christen. Einmal dann hat einer Dinge durch und dann kommt man immer wieder und sagt ihm alle Sorten Dinge und will einem verschiedenste Route geben, wenn die Menschen dort selbst noch nicht sind durchgegangen. Und dann denkt einer so, was hast du zu mir zu sagen, wenn es die beste selbst noch nicht mehr durchgegangen? Petrus, der schreibt aus einer, wo das krank ist, wo das wir zum Notleiden für das Glauben und wo das wir in eine schwere Zeit durchgehen. Wenn's wieder ein Leben für den Herrn Jesus Christus. Er redet von Erfahrenheit, er hat das erfahren. Und so, Petrus weiß dort, dass die Menschen, die fehlen dort, die Muttersprache, dass sie sollen festbleiben in ihr Glauben.
Ostjuden, und Jesus glauben, dort brauchen Teil Menschen, die dort ihre Familien und ganz in den Rückstädten und ihre eigenen Menschen auch. Und Ostgriechen, das einmal braucht dort sie nicht können verschiedenste Business driven, wenn sie Christen wären. Und in Deutsch steht da wird auch dort, sie können nicht Business tun, wenn sie nicht in die falsche Jahre von auf diese Erde nur fallen. Und so da brauchen Teil Notleiden in die Christen erleben dann. Und so, wenn diese Christen auch gelehrt haben, dass da würden schwere Zeiten kommen und dass sie sollen vorstehen in der Glauben, sie müssen nun ganz dort lernen, was das wirklich wäre, wenn sie in der Not leben wären und sie wären in der schweren Zeiten. Und so einmal kann eine Teil Dinge hören, wo einer kann sich für verschiedenste Dinge reinmerken. Aber was eine durch Spann ist, einmal, kann einer nicht ganz wahrhaftig sein, wo das ist. Und so diese Christen, die gehen durch schwere Zeiten. Und Petrus will Mutter sprechen, zum Faust bleiben in der Glauben. Und so, Petrus will entdecken halten, wer sie sind in Christus. Und das ist eine Anstellung, was er wird entgeben. Und das ist auch eine Anstellung, was ich glaube, was Gott uns auch will, was wir sollen haben. Wenn wir schwere Zeiten durchgehen als Menschen, die am Glauben sind in den Herrn Jesus Christus, dann wo wir lernen, wo wir sollen vorstehen in uns Glauben. Und so das braucht es für mich und für die auch. Und das wird uns lernen, wo wir sollen vorstehen. Und so das wird es für uns von der auch. Und so, Vers 2, dort sagt es, dass Gott der Führer hat sich lang gewählt, weil es weiß, dass jemand seine Kinder wollen. Und der Helde jetzt, als beginnt im Horten und der Arbeit gewesen und hat durch Jesus Christus sein Blut gereinigt. Am zu gehorchen und möchte Genode und Friede bei ihnen teilnehmen. Du hast so viel in dieser Vers. Und Gott ist herrschhaftig. Er weiß alles und er hat einen Plan. Und Petrus sagt, dass Gott hat an lang gewählt. Und so, er will diese glaubenden Menschen denken halten, dass Gott hat ihren lang gewählt. Dass wer immer glauben wird, sagen in ihm, dass sie sollen die Kinder Gottes wollen. Dass wir nicht dahin eigentlich, dass sie werden Gott seine Kinder geworden. Und sie dürfen nicht zweifeln, ob sie rechte Kinder Gottes werden. Und das wird gewählt als dasselbe Wort, was Jesus braucht in Johannes, wo er zu seinen Jüngern sagt, dass die haben nicht gewählt, aber er hat Ernt gewählt. In Johannes 15, Vers 16, da sagt es das, die haben mich nicht gewählt, aber ich habe jünt gewählt und angestellt, dass die gehen und Frucht tragen. Frucht, die da bleiben wird. Dann wird der Führer geben, was die in meinen Namen beten. Hier ist das Ding. Im Alten Testament wurden die Israeliten immer wieder gesagt, dass sie wären Gott seine gewählte Menschen. 13 Mal redet davon, dass sie sind Gott seine gewählte Menschen. Und Gott hat von Anfang an geplant, euer die Grundlehre von dieser Welt, dass er will die Griechen auch annehmen, aus seine Ehe Volk, durch den Herrn Jesus Christus. Und so, vielleicht hat Petrus hiervon auch reden, dass heute die Juden, die Christen, Juden, die werden Christen geworden, dass heute auch wel denken halten, dass die Griechen, die sind im Glauben nahe gekommen, dass die auch angehören. Gott hat lang gewählt, dass sie auch sollen Kinder Gottes werden. Und so, Gott deut die Grundlehre von der Welt, hat er all in Plan, dass er will die Menschheit loskriegen, dass er will sein Sehen schenken, zum eine Erlösung bringen für uns. Und Gott, der verfehlt sich nicht wegen oder man einfach deinen Sinnen. Und dann, dass er dann sagt, oh, was will ich nicht tun, ich weiß nicht, was vom Plan ich nicht soll haben. Gott verfehlt sich nicht, er hat all im Plan. Und Petrus braucht dasselbe Wort in Vers 19 und 20, hier in 1. Petrus. Dort wird gewählt. Und dort sagt es das. Dort redet von, wo Gott Jesus gewählt hat, euer die Welt die Grundlehre, zum dort Gottes Lohn wird kommen, zum die Menschheit erlösen. Und so Gott hat sich gewählt, Jesus Christus, dort Lohn, was keinen Sinn hat, dort wird geopfert worden für mich und für unsere Sünden. Und dass wir all im Plan euer die Grund von der Welt gelegt hat. Und Gott hat auch gewählt, dass all die, was vertrauen sahen in ihm, dort können seine
Kinder sind. Und dort würde herrlich mehr. Und dort würden immer weiter nur liegen, nur sehen, Jesus. Und so, kriegst du es eigentlich, wenn wir geboren wurden, wir haben ein Teil Dinge, die unsere Eltern legen. Und kriegst du, wenn eigentlich jährlich weiter geboren wurden, dann fangen wir immer da an, nur Jesus zu legen im Jährlichen. Heute hat uns immer da am anderen. Und so, Gott, der hat die Arbeit von Anfang bis Ende. Und aber das ist unsere Verantwortlichkeit, dass wir das Geschenk annehmen, was heute hat für uns. Und so, diese Erlösung, die wir annehmen, durch uns Glauben sagen auf den Herrn Jesus Christus. Und so, Gott, der will sich, der Mensch hat zu erlösen, wir ein Ding haben getan, dass wir uns dort verdient haben. Und dann, die Frau ist vielleicht, was von uns Frauen ist, erst Gott sein verlangt, dass er allen will raten. Wer muss ja in 1. Timotheus 2, Versen 5 und 6. Dort sagt es dort, willst du als ein Gott und du als ein Vermittler, der zwischen Gott und Menschen steht, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst handelt als Lösegeld für alle Menschen, dort wir der rechte Zeit bewies dafür, dass Gott haben will, dass alle Menschen sollen gerettet werden. Wie kann das hier sein, dass du als ein Vermittler zwischen uns und Gott, und dort ist der Herr Jesus Christus. Und das sagt nicht, dass Gott am bematten soll, dass er soll sterben für uns. Aber das sagt, er gibt sich selbst an, um das Lösegeld sein für jeder Mensch auf dieser Welt. Und so, und er starb krank zu der rechten Zeit. Und er will haben, dass alle Menschen sollen gerettet werden. Das ist eine wunderbare Nachricht für alle von uns. Und so, und dann wieder in Vers 2 sagt Petrus es das, und der Heilige Jesus ist beginnt im Horten ohne Arbeit gewesen, und hat ihn durch Jesus Christus sein Blut gereinigt, zu gehorchen. Wie kann das sein, dass die Dreieinigkeit hier ohne Arbeit ist, wenn ein Mensch nun Glauben kommt? Und Gott, der Vater, hat den Plan eingesagt, dass er will die Erlösung bringen für die Menschheit. Und er hat uns gewählt, wie wir gewählt haben. Und durch Jesus Christus sein Blut, der Heilige Jesus uns reinigen. So, Jesus Christus, der sehen, der starb für uns, wenn wir noch Sünder wären. Guck mal, was 3,4 Vers 6 sagt. Das sagt, dass wir uns selbst nicht halten können, starb Christus für uns Gottlose zu der rechten Zeit. Euer Jesus für uns sterben dort, können wir uns nicht selbst halten. Aber Jesus, der ist der Vermittler, was ist zwischen uns und Gott. Und er hat dazu gemerkt, dass eigentlich keine Gemeinschaft haben mit Gott. Und dann drittens sagt Petrus es das, in der Heilige Jesus ist beginnt im Horten ohne Arbeit gewesen und hat ihn durch Jesus Christus sein Blut gereinigt. So der Heilige Jesus, der hat die Arbeit in unseren Horten, um uns reinmerken, unsere Horten reinmerken durch das Blut, was Jesus hat ausgegossen für mich und für unsere Sünden. Und wenn wir uns glauben, dann sagen in den Herrn Jesus Christus, dann wird der Heilige Jesus unsere Horten reinmerken. Und wenn wir sind reingemerkt durch das Blut Jesus, können wir gehorsame Kinder Gottes sind. Das ist vielleicht ein Ding, was von uns noch niemals gehört. Und so, das können Leben am anderen sein für uns. Wenn es das uns erklären, dass wir ein gehorsame Kinder Gottes sind, wenn wir sind gereinigt durch das Blut Jesus Christus. Meist alle von uns, wir haben vielleicht Kinder und wir wollten dort, wo viel schöner dort jetzt, wenn sie uns gehorsam sind, wenn sie uns leben tun und wenn sie ein Verhältnis haben mit uns. Nicht, wenn wir uns bematten tun. Und kriegst du erst mit uns und mit Gott. Wenn wir gereinigt sind durch das Blut Jesus Christus, können wir gehorsame Kinder Gottes sein. Wo wunderbar ist das nicht? Er will haben, dass wir sollen am Nachfolgen und gehorsam sein. Und er hat dort allmählich gemerkt, dass wir können. Und so, der Heilige Jesus hilft uns, gehorsam sein zu Gott. Und so, und nu brauchen wir nicht proben, sei ja schwer, dass wir gehorsam sein und aber das sei ja nötig, dass wir verstehen können, dass der Heilige Jesus hilft uns und hat uns reingemerkt, dass wir gehorsam sein. Das ist unsere Verantwortlichkeit, dass wir das Geschenk annehmen im Glauben. Und so, Petrus, der fängt das Brief uns, das ich schon sehe, und das sagt, dass der größte nur der gewählte Pilger. Und auf Englisch, das ist auch sehr, das ist erst in Vers 1, aber hier ist das Buben abgeschrieben. Was kann Petrus hier mit gemeint haben?
En so kraken de als Petrus naar de Juden schrijft en naar de Griechen, dat kan ook zeer leicht dat het een geestelijke, diepere Meinung heeft. En dat kan van reden van geestelijke pilger. En kan dat zijn dat Petrus wil denken houden, dat deze wereld is niet er thuis. In Johannes 15, vers 19, da sagt es dit, wanneer je nog van deze wereld wären, wordt de wereld dort goed zijn. Nu zijn je aber niet van deze wereld, wils ik junt door uitgewählt heb, en door wien kon de wereld junt niet leiden. In dem Moment, wanneer we ans Glauben doen zaten op den Herrn Jesus Christus, wo wir Kinder Gottes. En dan is het wanneer we nie Citizen worden van Himmel. En dit is zoals God den aankijkt. We zijn niet meer Citizen van deze wereld. En we horen hier niet meer thuis. En in den tijd, wanneer we hier nog op deze wereld leven en we dan leren naar deze nieuwe steed, door wij maar dat niet weten, dat we nog Citizen zijn van Himmel. We leren bloß nur de woord, dat wat verkomt, de woord wat verkomt, wanneer we is worden, door zijn wo hij is. En zo, dat merkt ons niet weten, een Citizen van Himmel, wat we hier ook op Eerd wonen. En ik dacht zo, ik wil vielleicht een beeld brengen. Wanneer du in Bolivien woont en du bent een kanorische Citizen, dat meint niet dat du weniger een kanorische Canadian bent, als wanneer du hier zo in Canada woont. En krijg is dat met ons. We leren hier nog nur de volkomenheid wat hij ons versproken heeft van dat hemelse herrlichkeit wat hij ons versproken heeft. Maar we zijn er weer al Citizen van Himmel. Is dat niet wunderbar, dat God ons dat versproken heeft en dat we dat nu al kunnen geloven en doen leren. En zo, ik en du zijn Citizen van Himmel. En in Hebräer 11, daar redt dat van onze hoopning op een Himmel. Kijk mal, wat dat zegt in Hebräer 11, vers 13 tot 16, dat zegt dus dit. Deze zijn alle im Glauben gestorben en haben nicht gekregen, wat aan versproken wird. Zij hebben dat maar van weit auf kommen sollen. Zij werden zich dort übersicher en vreden zich bekenden dat zij hier op eerd maar vreemde durchwanderen werden. Wanneer zij dit zo zijn, wanneer zij dit zo zijn, geven zij om te verstaan dat zij een wonderland zien. Wanneer zij doorbij dat land gemeend hebben, waar zij uitgetrokken werden, hadden zij gelegenheid gehad, ware treed te tragen. Zij hadden over niet een verlangen naar wat betert. Zij hadden over een verlangen naar wat betert. En dat is nu een hemelse land. Doorwegen schämt Gott zich ook niet aan God te zijn en hij heeft aan een stad gebied. De heilige mensen hier in deze schrift, die leven met zo'n gedanken, dat het leven dat zouden hier, dat dit land weer niet huis, dat weer niet stad waar zij willen blijven. En zij leven op zo'n weg, dat het te zijn weer. En zo, dus dit zal we ook leven op deze eerd. En dit is niet een heim waar we willen blijven. We zijn een beetje uitlander. En zo, we hopen op een stad wat God ons te bieden deed. Waar we schweren naar de herrlichheid komen, wat hij ons versproken heeft. En zo, wanneer we geraad worden, dan worden we Citizen van Himmel. En krijg zo is dat ook zo, wanneer in het moment waar we in Glauben komen, daar worden we uitlander van deze wereld. En we leven hier een beetje als vreemden, als pilger in deze wereld. En zo dat is een beetje de idee waar Petrus dat aanvangt met de brief. En zo de vrouw is, wat Petrus allemaal waren opbrengen is, en wat we ook worden allemaal waren maken met ons opfrischen en onszelf vrouwen is, leven we hier als pilger, als vreemden op deze wereld, maar merken we ons hier ganz thuisig. En met dit willen we Schluss maken. En we willen nog een paar vrouwen die ons waren zelfs onderzetten. We willen dit brief studeren, maar we willen nog einmal kijken, wat meint dit voor mij en voor die? Wat kan ik in mijn eigen leven, mijn hart nu zijn en dat God mij kan wijzen, wat dit voor mij meint? En zo, de eerste vraag is dit. We leven hier als vreemden, als pilger in deze wereld, of hebben we onze wereld laten diep naanwerken? En zo, als van dit mijn heim wordt zijn voor immer. Als van ik niet nu luur naar dat hemelse gebied wat God daaruit heeft voor ons. En zo, ik weet van een paar lied,
Die sind jetzt in ein Haus reingetragen und sie sind mal für ein paar Monate da. Wenn sie lassen sich in ihr Haus bauen. Und so, ich dachte mit Eva, wenn ich sagte, Eva gehen, sie wollen sich dort nicht so tüßig merken in das Haus, wenn sie wollten dort das erstmal für einen so kleinen Stutz gehen. Ich wundere mal, sie würden vielleicht was 1000 nicht mal aufpacken, wenn sie wissen, dass das nicht die steht, wo sie hin wollen. Sie lügen nach einer anderen Stadt. Sie lügen, dass ihr Haus fertig wird, dass sie durch können dann kriegen. Und das ist ein bisschen die Idee, wo ich ein bisschen überdenken darf. Als das ein bisschen ist, was wir sollen denken, auch in uns Jesseln. Das ist nicht ans Heim. Das ist nicht ans Heim. Wir lernen nur ein Gebiet, was Gott bereit hat für uns. Und so, wir sollen unsere Wörter nicht Leuten warten in dieser Welt. Und hier ab Dinge bauen, ab dieser Welt. Aber wir sollen im Jässlichen bauen. Und so, das ist ein gutes Bild, was wir kriegen. Und nicht ans hier zu sein, zu merken. Und dann zweitens ist das, glaube ich dort wirklich, dass Gott hat mich gewählt. Das sind so viel für uns. Wir gehen durch schwere Zeiten und wir fühlen uns so, wie sind nicht schwierig. Und ich glaube, das wird es für uns von der auch. Gott hat uns gewählt, dass jeder einer von uns, dass wir, wenn wir uns glauben würden, sagen in den Herr Jesus Christus, dass wir gewählt sind, um seine Kinder wollen. Und so, und wenn wir mit den Gedanken haben, dass ich ein guter Mensch bin, dass ich geraten wollen, dann ist das besonders eine Nurreich, was uns fehlt. Und so, Gott sei Dank, dass Jesus Christus hat getan, was uns fehlt, dass du nicht darum proben, uns recht zu merken für Gott. Und da sind ein Teil Menschen von dir, die fühlen sich so hublos, die don't ihr Leben nehmen, denn sie wissen nicht, wo sie sich handrehen. Und sie sind in einer Schwerheit von ihr Leben, wo sie nicht wissen, wo sie durch wollen. Und das ist ein Ding, was ich glaube, viele von uns fehlt, zu hören von der Gott läuft jünd. Und er hat Jesus geschickt, und die Möglichkeit verbringen, dass wir seine Kinder wollen. Und er hat uns gewählt, dass wenn wir uns glauben wollen, sagen in Jesus Christus, dass wir wollen seine Kinder sind. Und er will uns raten. Das ist der beste Nurreich, was eigentlich jemals wollen hören. Und so, und dann ab 1, Vers 2, da sagt Petrus noch, mach Genut und Friede bei ihnen teilnehmen. Und so, durch Gott seine Genut, hat er uns geraten und durch seine Genut, der hat uns halten bestehen bleiben, jeder Tag in uns glauben. Und dann hat er merkt, dass mählich, dass Friede kann immer mehr in uns Leben teilnehmen. Ist das nicht wunderbar, dass Gott hat uns behalten in seine Genut und dass wir immer teilnehmen in Friede. Kommt nächste Mal und dann werden wir reden von, wo Jesus unser Leben gehoben ist. Und das ist der beste Nurreich, was eigentlich die jemals wollen hören. So, Gott sei Dank für sein Wort und dann sehen wir uns nächste Mal. Dankeschön.